Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video häkeln wir Schritt für Schritt gemeinsam dieses Yoda-Glückswürmchen. Und es ist wirklich einfach. Wir machen das wirklich auf die einfache Variante. Und wir fangen jetzt mit dem Kopf an, die Ohren, die Augenlider und der Körper. Alles Schritt für Schritt. Alles, was sich wiederholt, spule ich natürlich schneller. Und dann wünsche ich viel Spaß beim Mithäkeln. Und wir fangen direkt an. Ich häkel mit einer 3 mm Häkelnadel. Ihr nehmt euch einfach das Grün, was ihr möchtet. Wir fangen an mit einem magischen Ring. Dafür legen wir uns die Wolle zweimal um die 2 Finger. Gehen hier vorne rein. Holen den hinteren Faden raus. Holen den Faden und ziehen hier einmal durch. Somit haben wir den magischen Ring erstellt. Und in diesen Ring häkeln wir jetzt 10 feste Maschen rein. Das heißt, wir gehen in den Ring, machen eine feste Masche, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte und 10. feste Masche. Dann ziehen wir das kurze Stück hier fest. Das war jetzt so gesehen unsere erste Reihe auch schon. Und wir fangen jetzt direkt mit der zweiten Reihe an. Und zwar verdoppeln wir die zweite Reihe. Wir gehen in die nächste Masche rein. Holen den Faden von hinten nach vorne raus. Machen eine feste Masche. Und gehen in dieselbe Masche noch einmal rein. Und machen noch eine feste Masche. Dann gehen wir in die nächste Masche und auch in die machen wir 2 feste Maschen. Dann haben wir schon 4. In die nächste Masche kommt die 5. und die 6. feste Masche. In die nächste 7 und 8. In die nächste Masche 9 und 10. In die nächste 11 und 12. In die nächste Masche 13 und 14. Nächste Masche 15 und 16. Nächste Masche 17 und 18. Und in die letzte Masche 19 und 20. Somit ist auch schon die zweite Reihe fertig. Das ziehe ich nochmal schön fest. Dann mache ich mir hier einen Maschenmarkierer ran. Und wir fangen an in Reihe 3. Da gehen wir in die nächste Masche rein, machen eine feste Masche. Und in die zweite Masche machen wir 2 feste Maschen. Das heißt, wir verdoppeln jede zweite Masche mit 2 festen Maschen. Dann in die nächste wieder nur eine. Und in die nächste wieder 2. Und das machen wir bis zum Ende der Reihe. Immer eine feste Masche und in die nächste immer 2 feste Maschen. Wir haben die dritte Reihe mit einer Zunahme beendet. Maschenmarkierer nach oben. Wir fangen in Reihe 3 an, die ist auch ähnlich. Hier verdoppeln wir jede dritte Masche. Also in die nächsten beiden Maschen nur jeweils eine. Und in die dritte Masche kommen 2 feste Maschen. Dann in die nächste wieder eine. In die nächste auch. Und in die dritte Masche kommen 2 feste Maschen.
Und das auch bis zum Ende der Reihe. Immer die dritte verdoppeln mit 2 festen Maschen in einer Masche. Die 4. Reihe haben wir mit einer Zunahme beendet. Maschenmarkierer wieder nach oben. Jetzt sind wir in Reihe 5 angekommen und in Reihe 5 werden wir in jede Masche nur eine feste Masche machen. Einfach die ganze Runde lang in jede Masche nur eine feste Masche, keine Zunahme, keine Abnahme. Bis zum Ende der Reihe. Wenn wir beim Maschenmarkierer angekommen sind, dann wieder hochsetzen und auch Reihe 6 machen wir mit nur festen Maschen und dann machen wir in Reihe 7 wieder weiter. Wir haben jetzt 2 Reihen mit nur festen Maschen gehäkelt. Jetzt sind wir in Reihe 7 angekommen. Und in Reihe 7 werden wir jetzt Abnahmen machen. Das zeige ich euch. Also, die nächsten 3 Maschen machen wir jeweils eine feste Masche rein. Und von der 4. und von der 5. Masche nehmen wir uns jeweils eine Schlaufe. Holen den Faden einmal durch beide durch. Dann haben wir die beiden Schlaufen und ziehen da auch einmal durch. Dann in die nächsten 3 wieder nur jeweils eine feste Masche. Und wieder von der 4. und von der 5. Masche jeweils eine Schlaufe nehmen, durch beide durchziehen und eine feste Masche häkeln. Und das machen wir die ganze Runde, bis wir am Ende angekommen sind. Immer die 4. und die 5. gemeinsam abnehmen. 4. und 5. Schlaufe durch beide durch. Und das machen wir einmal bis zum Ende. Am Ende der 7. Reihe angekommen. Hier habe ich noch eine Masche übrig. Da mache ich eine feste Masche rein. Dann Maschenmarkierer wieder nach oben. Jetzt häkeln wir in Reihe 8, 9 und 10 jeweils nur eine feste Masche in jede Masche. Das ist jetzt Reihe 8. Am Ende der Reihe Maschenmarkierer wieder nach oben setzen. Und Reihe 9 und 10 auch jeweils nur mit einer festen Masche in eine Masche häkeln. Und dann machen wir gemeinsam weiter in Reihe 11. Wir haben jetzt die 3 Reihen mit nur festen Maschen gehäkelt und sind jetzt in Reihe 11 angekommen. Und in Reihe 11 fangen wir jetzt an. Machen eine feste Masche, noch eine feste Masche und von der 3. und von der 4. Masche machen wir eine Abnahme. Dann wieder eine feste Masche in die nächste, eine feste Masche in die nächste und von der 3. und von der 4. Masche machen wir eine Abnahme. Und das machen wir die ganze Runde so. Immer die 3. und 4. Masche gemeinsam abnehmen. Also wieder hier die 3. und 4. jeweils eine Schlaufe durchziehen und eine Abnahme machen.
bis zum Ende der Reihe. Am Ende der 11. Reihe angekommen, habe ich hier noch eine feste Masche und Maschenmarkierer wieder nach oben. Jetzt sind wir in Reihe 12 angekommen und in dieser Runde machen wir nur feste Maschen, also immer nur eine feste Masche in jede Masche und das bis zum Ende der Reihe. Und dann nähern wir uns auch langsam dem Ende und wir werden gleich auch die Augenlider machen und auch die Augen schon befestigen. Erstmal jetzt nur feste Maschen die ganze Runde entlang. Wir sind jetzt am Ende der 12. Reihe angelangt und ich werde jetzt schon mal die Augen reinmachen. Dann ist es einfacher, bevor wir das gleich anfangen zu schließen. Dafür nehme ich mir jetzt meine Sicherheitsaugen. Ich habe hier diese Packung. Hier nehme ich jetzt einfach die größten. Die haben ungefähr 1 cm Durchmesser. Und die mache ich so ungefähr in der 7., 8. Reihe ran. Also wir werden das gleich hier ausstopfen, dann wird das nochmal schön rund. Und die mache ich jetzt einmal ungefähr so. Hier einmal durch. Die Augen habe ich jetzt reingemacht, die sind ungefähr mittig. Hinten habe ich die jetzt verschlossen. Und jetzt häkeln wir die vorletzte Reihe. Und dann schneiden wir den Faden ab, weil wir brauchen von dem Faden für die Augenlider gleich noch etwas. Und machen dann weiter. Also wir fangen jetzt in Reihe 13 an und werden in dieser Reihe jede 2. und 3. Masche abnehmen. Das heißt, in die nächste Masche kommt nur eine feste Masche und von der 2. und von der 3. Masche nehmen wir uns wie gewohnt eine Schlaufe und nehmen beide gemeinsam ab. Dann wieder nur eine feste Masche und von der 2. und von der 3. nehmen wir uns wieder beide Schlaufen und machen unsere Abnahmen und das die ganze Runde. Bis zum Ende dieser Reihe immer die 2. und die 3. abnehmen. Wir haben jetzt auch Reihe 13 zu Ende gehäkelt. Gleich haben wir nur noch eine Reihe mit Abnahmen. Und wir brauchen jetzt von dieser Farbe der Wolle nämlich etwas. Deswegen ziehe ich mir das einmal kurz hier ein bisschen raus und schneide den Faden jetzt so ab, dass ich gleich noch eine Runde häkeln kann. Und zuallererst machen wir jetzt erstmal die Augenlider. Das heißt, wir nehmen uns die Wolle auf die Häkelnadel, ziehen einmal durch und das Stück brauchen wir ein bisschen länger. Damit verknoten wir gleich, machen dann 5 Luftmaschen. 5 Luftmaschen, dann Faden wieder abschneiden, einmal rausziehen. Das gleiche machen wir noch einmal. Einmal durchziehen. 1, 2, 3, 4 und 5. Faden abschneiden. Jetzt kommt das eine Ende schon mal auf die Vernähnadel. Dann nehmen wir unser Köpfchen, gehen hier einmal neben dem Auge ungefähr mittig rein, holen das Stück hier raus, dann kommt die andere Seite auf die Vernähnadel und auch das Stück kommt hier gegenüber ungefähr neben dem Auge einmal rein und raus.
Das ist dann jetzt gleich unser Augenlid. Und die beiden Fäden, die wir jetzt rausgezogen haben, die verknoten wir. Dann haben wir das nämlich auch schon mal erledigt und müssen das nicht im Nachhinein tun. So. Ich mache da 2 Knoten rein. So sieht es dann jetzt schon mal aus und gleich mit der Füllwatte drin ist das natürlich gleich noch mal viel schöner. Und auch das andere Augenlid einmal genauso. Die eine Seite. Und die andere Seite. Einmal rausziehen. Festziehen und 2 Knoten rein. So. So haben wir auch schon mal die Augenlider. Wir können jetzt auch schon mal anfangen, mit der Füllwatte etwas auszustopfen. Erstmal muss ich hier ein bisschen Ordnung reinkriegen, also die Augenlider Reste können hier schon mal rein. So, das ist unsere Wolle, womit wir gleich weiter häkeln. Und jetzt können wir hier erstmal schön die Füllwatte reinstopfen. Und ordentlich ausfüllen, schön fest ausfüllen. Und die Ohren machen natürlich auch alles aus. Also mit den Ohren sieht es gleich viel, viel besser aus. Und man erkennt dann sofort auch, was es sein soll. Jetzt fangen wir an, wieder weiter zu häkeln. Maschenmarkierer kann nochmal die Runde nach oben. Und in dieser Runde werden wir immer 2 Maschen direkt abnehmen. Das heißt, von der nächsten und übernächsten eine Schlaufe nehmen und gemeinsam abnehmen. Und das die ganze Runde entlang. Ich habe jetzt die letzten beiden Maschen noch ausgelassen. Ich finde das schöner, wenn ich das am Ende hier vernähe. Dann nehmen wir uns die Vernähnadel, machen unseren Faden hier drauf. Und wir werden jetzt anfangen, in die Richtung, wo wir weiter gehäkelt hätten, in jede Masche in eine Schlaufe reinzugehen. Also von jeder Masche eine Schlaufe, dann einmal diese ganze Runde entlang. Und dann einfach am Ende hier zuziehen. Somit haben wir den Kopf verschlossen und jetzt können wir einfach mehrmals durch den Kopf durchgehen und unsere Wolle vernähen wir so gesehen in der Füllwatte.
Ich mache das so 4, 5 Mal hin und her, nicht zu festziehen. Und Faden schön vernähen. So, das war jetzt ungefähr 5 Mal. Faden können wir abschneiden. Und somit ist der Kopf schon mal fertig. So sieht er aus und gleich mit den Ohren. Macht es gleich natürlich alles aus. Und hier habe ich noch einfach mit dem Restfaden, was wir jetzt noch übrig haben, das hatte ich bei dem anderen nämlich auch, habe ich mir auf die Vernähnadel getan und bin einfach ein paar Mal hin und her gegangen, so dass hier so eine leichte Nase entsteht. Und dann machen wir gleich die Ohren und den Körper noch. Wir fangen jetzt mit den Ohren an. Dafür legen wir uns die Wolle auf die Häkelnadel, drehen es einmal, ziehen einmal durch und häkeln als erstes einmal 18 Luftmaschen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 und 18. So haben wir schon die erste Reihe fertig. Und jetzt werden wir einfach direkt in die nächste einmal einstechen und machen eine feste Masche. Und das machen wir jetzt die ganze Reihe entlang, bis wir am Ende angekommen sind. Nur feste Maschen. Am Ende der Reihe angekommen, drehen wir das Ganze. Und überspringen diese erste Masche und gehen direkt in die zweite rein. Und häkeln auch jetzt einmal wieder feste Maschen bis fast zum Ende. Am Ende der dritten Reihe, die letzte lassen wir aus. Wir drehen es wieder und überspringen auch hier in der vierten Reihe die erste und gehen in die zweite Masche rein und häkeln bis zur vorletzten Masche nur feste Maschen. Die vorletzte Masche auch mit einer festen Masche gehäkelt. Die letzte lassen wir aus. Wir drehen das Ganze wieder. Machen dasselbe hier auch. Gehen in die zweite Masche rein. Und in Reihe 5 machen wir genau dasselbe. Wir lassen die erste und die letzte Masche aus. Die letzte Masche wieder ausgelassen. Wir drehen das Ganze wieder, sind jetzt in Reihe 6. Auch hier dasselbe Spielchen, die erste auslassen, in die zweite rein und auch die letzte auslassen. Wieder am Ende der Reihe angekommen, drehen wir das Ganze. Wir sind jetzt in Reihe 7. Wir lassen auch hier die erste aus, gehen in die zweite
machen feste Maschen und lassen auch die letzte aus. Am Ende der 7. Reihe, letzte machen wir nicht. Wir drehen das Ganze wieder. Jetzt machen wir das noch einmal in die 2. rein. Nur feste Maschen häkeln. Jetzt sind es nur noch ein paar Stück. So, jetzt sind wir mit der 8. Reihe fertig. Wir drehen das Ganze und jetzt machen wir in der 9. Reihe in jede Masche eine feste Masche rein. Also alle Maschen mit einer festen Masche. Dann drehen wir das Ganze, machen das nochmal in jede Masche in Reihe 10, keine auslassen. Wir drehen das Ganze, sind jetzt in Reihe 11 und hier werden wir jetzt wieder die erste auslassen, gehen in die 2. rein, in die 3. und hier in die 4. Die letzte lassen wir jetzt wieder aus. Wir drehen das Ganze. Jetzt machen wir in jede Masche nochmal eine feste Masche und nähern uns hier dem Ende. Wir drehen das Ganze. Hier haben wir noch 2 feste Maschen. Und machen dann auch eine Luftmasche und sind jetzt so mit dem ersten Ohr schon fertig. Den Faden schneide ich einmal ab, ziehe den Faden raus. Den Faden mache ich jetzt auf die Vernähnadel und vernähe das einmal nach unten hin. Dann werde ich beide verknoten und gleich machen wir das so zusammen. Und dann kommt das hier an das Köpfchen dran. So sieht es denn aus. Mega süß. Das machen wir gleich natürlich noch einmal. Aber erst mache ich hier das eine fertig. Auf die Vernähnadel. Ich mache das in die Richtung, wo der andere Faden auch jetzt unten hängt. Dann gehe ich hier an der Seite durch ein paar Maschen durch. Beziehungsweise auch Schlaufen. Nicht zu festziehen. Und hier noch einmal. Dann sind beide meine Fäden jetzt unten. Die verknote ich einmal gemeinsam. Ich schneide die Fäden jetzt schon mal ab. Dann nehme ich mir ein neues Stück Faden. Damit nähe ich das auch gleichzeitig an den Kopf gleich ran. Jetzt mache ich erstmal 2 Knoten rein. Ich schneide das Überschüssige hier vorne weg. Nehme mir die Seite mit dem Knoten jetzt nach innen und die andere Seite hier drüber. Dann gehe ich das erste Mal hier unten einmal durch, damit der Knoten auf der Innenseite bleibt. Ziehe es einmal raus und jetzt werde ich das ein paar Mal hin und her vernähen.
Und das reicht auch schon. Mit dem Faden mache ich hier jetzt ganz normal weiter. Ich nehme mir hier das Köpfchen und werde das hier jetzt direkt auch rannähen. Ein paar Mal durch ein paar Maschen durch. Das eine Ohr ist jetzt schon mal dran. Das geht wirklich super einfach und dann habe ich den restlichen Faden einfach im Kopf ein paar Mal hin und her gestochen und in der Füllwatte so gesehen vernäht. Und das Ohr machen wir jetzt noch ein zweites Mal und dann kommt das auf die andere Seite. Dann mache ich noch schnell die Nase und dann haben wir nur noch den Körper. Da wiederholt sich ja vieles, das zeige ich gleich im Schnelldurchlauf denn. Und wir machen sofort weiter. Wir fangen jetzt mit dem Körper an. Dafür habe ich mich jetzt für diese Farbe entschieden. Wir nehmen die Wolle auf die Häkelnadel, drehen es einmal, ziehen einmal durch und ziehen fest. Und als erstes häkeln wir jetzt 30 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 und 30. Das ist schon mal unsere Luftmaschenkette. Und jetzt werden wir mit Stäbchen arbeiten. Das heißt, wir nehmen uns die Wolle auf die Häkelnadel, gehen direkt in die nächste rein, holen den Faden von hinten nach vorne raus, holen den Faden durch die ersten beiden Schlaufen, holen den Faden durch die anderen beiden Schlaufen. Das ist unser Stäbchen. Faden auf die Häkelnadel. Jetzt gehen wir wieder in dieselbe Masche rein, machen ein zweites Stäbchen, in dieselbe Masche ein drittes Stäbchen, in dieselbe Masche ein viertes Stäbchen und noch ein fünftes Stäbchen. Das heißt, wir haben jetzt in eine einzige Masche von den 30, die wir gehäkelt haben, 5 Stäbchen gemacht. Wir werden jetzt auch keine Masche überspringen, gehen direkt in die nächste rein und machen auch hier 5 Stäbchen. Und das machen wir die ganze Luftmaschenkette entlang. In jede Masche immer 5 Stäbchen. Und das ist so gesehen jetzt unsere erste Runde. Und dann haben wir nachher nochmal eine Runde. Das zeige ich euch gleich, wenn wir am Ende dieser Reihe angekommen sind. Also immer 5 Stäbchen in jede Masche. Und das bis zum Ende der Reihe. Wir sind jetzt fertig mit den 5 Stäbchen in jede Masche. Ich habe es auch noch ordentlich eingedreht. Dann fangen wir an mit der nächsten Runde. Dafür machen wir erstmal 3 Luftmaschen. Arbeiten weiterhin mit Stäbchen, gehen hier erstmal in die nächste rein und machen ein Stäbchen. Dann gehen wir in die nächste und machen 2 Stäbchen in eine Masche. Dann in die nächste wieder nur ein Stäbchen und in die nächste dann wieder 2 und das machen wir jetzt im Wechsel bis zum Ende der Reihe. Immer ein Stäbchen in eine Masche und in die nächste Masche dann 2 Stäbchen, bis wir am Ende angekommen sind und dann machen wir noch die eine Runde außenrum mit der anderen Farbe und dann sind wir gleich auch schon fertig.
Wir sind hier jetzt auch am Ende der Reihe angekommen. Wir drehen das einmal richtig ein. Wir machen jetzt die letzte Runde, dafür wechseln wir die Farbe. Wir legen die andere Farbe auf die Häkelnadel, drehen es einmal, ziehen einmal durch, ziehen das andere fest und jetzt häkeln wir hier nach links rum und wir machen eine Runde lang nur mit Kettmaschen. Das heißt, wir gehen hier in die nächste rein, holen den Faden von hinten raus und ziehen hier einfach einmal durch. Dann wieder in die nächste und eine Kettmasche. Ich mache hier mal jetzt ein, zwei noch und dann zeige ich euch das. Einfach nur Kettmaschen und dann sieht das so hübsch aus, ergibt so ein schönes Muster. Und das machen wir jetzt auch einmal alle Maschen entlang. Einmal nur eine Kettmasche hier an den Rand. Ihr könnt natürlich das auch für andere Würmchen benutzen und die Farben nehmen, die ihr möchtet. Und das spule ich auch schneller. Dann machen wir das gleich an den Kopf einmal fest und sind dann auch fertig. Am Ende der letzten Reihe angekommen, sieht das jetzt so aus. Und jetzt können wir den Faden einmal abschneiden. Wir ziehen es raus und drehen das erstmal richtig ein. Ich habe das jetzt versucht ordentlich einzudrehen. Die beiden Endfäden hier oben, die verknote ich einmal gemeinsam und dann werden wir alle Fäden erstmal vernähen. Das mache ich gleich einmal. Wir machen jetzt unseren Kopf einmal hier dran und dafür nehmt ihr euch die Farbe eurer Wahl. Da schneide ich mir jetzt so ein Stückchen ab. Gehe hier einmal durch. Gehe am Körper einmal hier unten durch. Einmal hier von links und rechts. Ihr könnt das natürlich auch so rannähen, wie ihr das kennt oder wie ihr das sonst macht. Jetzt gehe ich hier auf der anderen Seite auch noch einmal durch. So. Beide Fäden durch. Dann kommen jetzt beide gemeinsam auf die Vernähnadel. Und dann nehme ich mir meinen Kopf, gehe in der Mitte rein, oben mittig wieder raus. Ich werde das jetzt erstmal 2-3 Mal verknoten. Ihr könnt natürlich auch, wie bei den anderen Würmchen, die ich sonst gehäkelt habe, eine gehäkelte Schlaufe machen für hier oben. Und ansonsten kann ich hier den Rest jetzt auch knoten. Und das wäre dann jetzt so eine Schlaufe, eine ganz einfache. So, und die anderen restlichen Fäden natürlich vernähen und dann wären wir auch schon fertig mit unserem Würmchen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr hattet Spaß beim Mithäkeln. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was für Ideen ihr noch habt, was wir alles noch häkeln können. Und dann sehen wir uns die Tage auch schon bei einem neuen Video. Und bis dahin.